Dufay, ein Leben in Musik. Kapitel 1, das Kind ohne Vater. Stell dir ein kleines Dorf vor, irgendwo in Flandern. Dort, wo heute Belgien ist. Es ist der 5. August 1397, ein warmer Sommertag. In einem einfachen Haus wird ein Junge geboren. Seine Mutter heißt Marie Dufay. Sie ist allein. Den Vater gibt es nicht, zumindest nicht offiziell. Er ist ein Priester, der seinen Namen nie nennen wird. Ein uneheliches Kind, das ist damals eine große Schande. Die Leute reden, sie zeigen mit Fingern. Aber Marie ist stark. Sie liebt ihren Sohn, sie kämpft für ihn. Sie gibt ihn nicht weg, sie behält ihn bei sich. Und sie hat Glück. Ihr Cousin, Jehan Hubert, ist ein wichtiger Mann. Er ist Domherr an der großen Kathedrale von Cambrai, einer Stadt im Norden Frankreichs. Er kann helfen. Um 1408, Guillaume ist etwa 11 Jahre alt. Zieht Marie mit ihm nach Cambrai. Sie wohnen bei dem Cousin, der ein Auge auf den Jungen hat. Die Kathedrale ist riesig und schön, mit Türmen, die in den Himmel ragen. Und Glocken, die über die ganze Stadt klingen. Hier beginnt Guillaumes Leben als Musiker. Die Domherren merken schnell, dieser Junge hat Talent. Er hat eine helle, klare Stimme und er lernt schnell. Von 1409 an singt er im Chor der Kathedrale. Er bekommt gute Lehrer, Rogier de Hestin und Nicolas Mellin. Die Herren sind so beeindruckt, dass sie ihm 1411 ein eigenes Buch schenken. Eine große Ehre für einen kleinen Chorknaben. Kapitel 2, der junge Kaplan. Mit 16 Jahren bekommt Guillaume seine erste eigene Stelle. Er wird Kaplan an der Kirche St. Geri, ganz in der Nähe von Cambrai. Kein großer Posten, aber ein Anfang. Er ist jetzt kein Chorknabe mehr, sondern ein richtiger Geistlicher mit einem kleinen Einkommen. Aber Guillaume bleibt nicht lange in Cambrai. Im selben Jahr reist er zum Konzil von Konstanz. Stell dir das vor. Tausende von Geistlichen, Fürsten, Adligen aus ganz Europa kommen zusammen, um über die Kirche zu diskutieren. Das Konzil dauert Jahre, und überall ist Musik. Guillaume lernt die Italiener kennen, ihre Art zu singen, ihre Melodien, die ganz anders klingen als das, was er aus Frankreich kennt. Von Konstanz geht es weiter nach Süden. Guillaume kommt nach Rimini in Italien, an den Hof der Malatesta. Das ist eine mächtige Familie, die über die Stadt herrscht. Von 1420 an arbeitet er für sie. Er schreibt Musik für Feste, für Hochzeiten, für besondere Feiern. Eine seiner schönsten Balladen schreibt er 1423 für die Hochzeit seines Herrn. In Rimini trifft er andere Komponisten, Hugo und Arnold de Lantins. Sie musizieren zusammen, tauschen Ideen aus, lernen voneinander. Guillaume ist jung, talentiert, und die Welt steht ihm offen. Kapitel 3, die Rückkehr zur Mutter. Dann, 1424, erreicht ihn eine schlechte Nachricht. Der Cousin, bei dem seine Mutter in Cambrai lebt, ist krank geworden, sehr krank. Guillaume reist sofort zurück. Er will bei seiner Mutter sein, will helfen. Der Cousin stirbt im Dezember 1425. Guillaume bleibt eine Weile in Cambrai. Aber Italien lockt. 1426 geht er wieder nach Süden, diesmal nach Bologna. Er tritt in den Dienst von Kardinal Louis Aleman. In Bologna wird er Diakon. Und 1428 wird er zum Priester geweiht. Doch Italien ist gefährlich. Die Familien bekämpfen sich, die Städte wechseln ihre Herren. Der Kardinal wird aus Bologna vertrieben. Auch Guillaume muss fliehen. Kapitel 4, der Sänger des Papstes.
Er geht nach Rom, zum Papst selbst. 1428 wird er Mitglied des päpstlichen Chors, der berühmtesten musikalischen Einrichtung Europas. Stell dir vor, er singt und musiziert für den Papst. Für Martin V. und später für Papst Eugen IV. Das ist der Gipfel der Karriere. Kein Komponist kann höher steigen. In Rom freundet er sich mit einem Kardinal an. Gabriele Conti-Ulmer. Eine kluge Wahl. Denn 1431 wird dieser Kardinal selbst Papst. Guillaume hat jetzt einen Freund an der Spitze der Kirche. Das öffnet Türen. Aber auch in Rom ist es nicht sicher. Die Politik tobt, die Familien kämpfen. Und 1434 wird der Papst aus Rom vertrieben. Der ganze Hof flieht nach Florenz. Guillaume geht nicht mit. Er hat eine neue Stelle gefunden. In Savoyen wird er Kapellmeister bei Herzog Amédée VIII. Doch schon 1435 ist er wieder beim Papst, jetzt in Florenz. Und dort, in Florenz, geschieht etwas Großes. Kapitel 5: Die Kuppel und die Musik. Florenz ist in Aufruhr. Seit über 100 Jahren bauen sie an ihrer Kathedrale, Santa Maria del Fiore. Und jetzt, 1436, ist es endlich soweit. Die riesige Kuppel, entworfen von Filippo Brunelleschi, ist fertig. Sie ist ein Wunder der Technik. Eine Kuppel, die ohne Gerüst gebaut wurde. Die sich selbst trägt. Am 25. März 1436 wird die Kathedrale feierlich geweiht. Papst Eugen IV selbst zelebriert die Messe. Und für diesen großen Tag bestellt er ein besonderes Musikstück. Eine Motette von Guillaume Dufay. Guillaume schreibt die Nuper Rosarum Flores, vor kurzem erblühten Rosen. Es ist sein berühmtestes Werk. Und es ist klüger, als man denkt. Er baut die Musik nämlich genau wie die Kuppel. Brunelleschis Kuppel hat bestimmte Proportionen. Bestimmte Verhältnisse von Höhe und Breite. Guillaume verwendet genau diese Proportionen in seiner Musik. Die Motette hat 4 Teile. Und die Längen dieser Teile verhalten sich zueinander. Wie die Maße von Salomos Tempel in Jerusalem. Die Musik wird selbst zu einem Bauwerk, zu einer klingenden Kathedrale. Als die Sänger an diesem Tag in Florenz singen. Unter der riesigen neuen Kuppel. Verstehen die klugen Zuhörer. Hier klingt die Architektur, hier baut sich die Musik in den Himmel. Kapitel 6: Die Fürsten von Ferrara. In diesen Jahren lernt Guillaume eine andere wichtige Familie kennen. Die Este von Ferrara. Sie sind große Musikliebhaber, die besten Mäzene der Renaissance. Guillaume schreibt für sie, besucht sie, bekommt Geld von ihnen. Die Verbindung hält Jahre, Jahrzehnte. Doch die Kämpfe zwischen Papst und Konzil gehen weiter. 1439 wird Papst Eugen abgesetzt. Und ein Gegenpapst wird gewählt. Ausgerechnet Guillaumes alter Herr, Herzog Amédée von Savoyen. Das wird zu gefährlich. Guillaume will nicht zwischen die Fronten geraten. Ein falscher Schritt, und er ist verloren. Im Dezember 1440 ist er zurück in Cambrai. Er hat eine gute Stelle als Domherr. Er hat ein festes Einkommen. Und er braucht nicht mehr zu reisen. Er bleibt. Kapitel 7: Die Jahre in Cambrai. In Cambrai ist Guillaume jetzt ein berühmter Mann. Er arbeitet mit dem alten Komponisten Nicolas Grenon zusammen, um die gesamte Musik der Kathedrale zu erneuern. Sie schreiben neue Stücke, ordnen die alten, machen alles schöner und feierlicher. 1444 stirbt seine Mutter Marie. Sie wird in der Kathedrale begraben. Und Guillaume trauert um sie. Sie war immer bei ihm, von Anfang an. Sie hat für ihn gekämpft, als er ein Kind war.
Sie hat ihn geliebt, als andere ihn verachteten. Jetzt ist sie fort. Im nächsten Jahr zieht er in ein schönes Haus, das sein Zuhause für den Rest seines Lebens bleibt. Aber er reist noch immer. 1450 ist er in Turin, 1452 wieder in Savoyen, für 6 lange Jahre. Er versucht, in Italien eine Stelle zu finden, die ihn hält. Aber es klappt nicht. 1458 kehrt er endgültig nach Cambrai zurück. Kapitel 8 – Der bewaffnete Mann. In diesen Jahren schreibt Guillaume seine großen Messen. Eine der berühmtesten heißt Missa l'Uomo Arme. Die Messe über Der bewaffnete Mann. Das ist ein altes Lied, eine Melodie, die jeder kennt. Der bewaffnete Mann soll man fürchten. Überall ruft man, rüstet euch. Vielleicht hat Guillaume diese Messe geschrieben, weil die Türken 1453 Konstantinopel erobert haben. Ganz Europa hat Angst vor einem neuen Krieg. Vielleicht will er die Christen aufrufen, sich zu wehren. Vielleicht ist es einfach ein Spiel mit einer bekannten Melodie. Wir wissen es nicht genau. Eine andere Messe heißt es La Face Pile. Wenn das Gesicht bleich ist. Nach einer seiner eigenen Liebesballaden. Er nimmt eine fröhliche Liebesweise und macht daraus eine Messe für den Gottesdienst. Das ist damals neu und kühn. Die Kirche ist nicht immer glücklich darüber. Aber die Musik ist so schön, dass niemand klagt. Er schreibt auch eine Totenmesse, ein Requiem, um 1460. Aber diese Musik ist verloren gegangen. Wir wissen nur, dass es sie gab. Kapitel 9 – Die jungen Meister. Guillaume ist jetzt alt, über 60, bald 70. Aber sein Ruhm lockt junge Musiker nach Cambrai. Sie kommen, um ihn zu treffen, von ihm zu lernen. Antoine Busnois kommt, Johannes Ockeghem, der große Komponist. Und Johannes Tinctoris, der Musiktheoretiker. Sie alle werden die nächste Generation prägen. Und sie alle verehren den alten Meister. Guillaume empfängt sie freundlich. Er zeigt ihnen seine Musik, erzählt von Italien. Von den Päpsten, von den Fürsten. Er ist wie ein Vater für sie. Sie sitzen in seinem Haus, singen seine Stücke, diskutieren über Kunst. Es sind glückliche Jahre. Kapitel 10 – Das letzte Kapitel. Im Herbst 1474 wird Guillaume krank. Er liegt wochenlang im Bett. Und spürt, dass es zu Ende geht. Er hat einen letzten Wunsch. Seine Motette Ave Regina Celorum. Gegrüßt seist du, Königin des Himmels. Soll für ihn gesungen werden, während er stirbt. Dazwischen sollen Bitten um Gnade gesprochen werden. Aber es ist zu spät. Am 27. November 1474 stirbt Guillaume Dufay. Bevor die Sänger kommen können. Sie singen die Motette trotzdem, bei seiner Beerdigung. Man begräbt ihn in der Kapelle St. Etienne. In der Kathedrale von Cambrai. Auf seinen Grabstein lassen sie sein Bildnis meißeln. Damit alle sehen, wer hier liegt. Der größte Komponist seiner Zeit. Viele Jahre später wird die Kathedrale zerstört, in der Französischen Revolution. Der Grabstein verschwindet. Man benutzt ihn als Stein für einen Brunnen. Ohne zu wissen, wessen Gesicht da im Wasser liegt. Aber 1859 findet man ihn wieder. Heute ist er im Museum in Lille. Und man kann das Gesicht von Guillaume Dufay sehen. Wie es vor über 500 Jahren in Stein gehauen wurde. Epilog: Was bleibt? Guillaume Dufay hinterlässt ein riesiges Werk. 7 vollständige Messen, viele einzelne Messsätze. Motetten, Hymnen und fast 90 weltliche Lieder. Balladen, Rondeau, Virelais. Für Feste, für die Liebe, für die Freude. Er hat die Musik seiner Zeit geprägt wie kein anderer.
Er hat den neuen Stil erfunden, den man später Renaissance nennt. Er hat die englische Art zu komponieren mit der französischen und italienischen Kunst verbunden. Er hat neue Techniken erfunden, die alle nach ihm benutzen. Und er hat die Messe zu einer großen, einheitlichen Form gemacht. In seiner Musik hört man das ganze 15. Jahrhundert. Die Frömmigkeit der Kathedralen und die Pracht der Fürstenhöfe. Die Strenge der Kirche und die Freude an der Liebe. Er war überall zu Hause, in Flandern, in Frankreich, in Italien. Und überall hat er gelernt und gegeben. Ein junger Komponist, Johannes Tinctoris, schrieb wenige Jahre nach Guillaumes Tod nur die Musik der letzten 40 Jahre. Ist es wert, gehört zu werden? Und er nannte einen Namen als den größten. Guillaume Dufay. Heute, mehr als 500 Jahre später, singen wir seine Musik noch immer. In Konzertsälen, in Kirchen, auf Festivals. Die Noten, die er mit seiner eigenen Hand geschrieben hat, liegen in Bibliotheken. Und wir können sie lesen, als wäre es gestern gewesen. Wenn du einmal ein Stück von Guillaume Dufay hörst, eine Motette oder eine Messe, dann schließ die Augen und denk daran. Diese Musik ist über 500 Jahre alt. Generationen von Menschen haben sie gehört, geliebt, weitergegeben. Und jetzt hörst du sie auch. Guillaume Dufay. Um 5. August 1397, 27. November 1474. Die Musik ist eine Kunst, die aus dem Herzen kommt und zum Herzen spricht.